Several days later. Hola. Hallo aus Portugal. Seit vorgestern sind wir in Portugal, die letzten 2 Tage, also Donnerstag, als wir angekommen sind, und Freitag war noch sehr verregnet. Aber jetzt scheint das mit dem Regen endlich vorbei zu sein. Der Wetterbericht schaut zumindest die nächsten Tage gut aus. Hoffen wir mal, dass es jetzt längere Zeit so bleibt. Nein. Wir sind hier gerade an der kleinen Stadt Tavira an der Algarve. Genau, und gerade sind wir an der Kirche angelangt, die Kirche Santa Maria do Castelo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Von wem die erbaut wurde, weiß ich nicht, aber sie beherbergt das Grab von 7 Rittern, die wohl von den Mauren getötet wurden und hier begraben liegen. Und gleich gehen wir dann auch weiter zu der Burganlage. Ja, die ist hier gleich hinter uns, glaube ich, wenn ich die Kamera jetzt richtig halte.
Die bunten Fliesen, die man in Portugal überall unter anderem an den Hauswänden und Straßenschildern sieht, nennt man Azuleus. Der Name stammt vom arabischen Al-Sulay, was so viel wie polierter Stein bedeutet. Ursprünglich von den Mauren eingeführt, wurden sie im 15. Jahrhundert von den Portugiesen übernommen und weiterentwickelt. Anfangs zierten sie vor allem Kirchen und Paläste, doch später fanden sie ihren Weg auch an die Fassaden gewöhnlicher Häuser. Die Motive reichen von geometrischen Mustern bis hin zu historischen Szenen und Alltagsdarstellungen. Diese Türgriffe in Form von Händen, oft als Hand der Fatima oder Hamsa bezeichnet, sind in Portugal und anderen Ländern mit maurischem Einfluss verbreitet. Diese Griffe symbolisieren Schutz, Glück und Abwehr des Bösen. Die Handform stammt aus der islamischen Tradition und wurde während der maurischen Herrschaft auf der Iberischen Halbinsel eingeführt. In Portugal wurden solche Türklopfer besonders im 18. und 19. Jahrhundert populär. Sie sind nicht nur dekorativ, sondern dienten auch als Statussymbol und Ausdruck von Gastfreundschaft. Vorhin haben wir es noch verschieben mit dem Wetter und jetzt regnet es doch auf einmal. Auf dem Wetterbericht ist einfach null Verlass. Null Verlass hier. Ja, wir sind heute weitergefahren, nachdem wir die ersten paar Tage auf dem Stellplatz verbracht haben in Portugal. Also wir sind jetzt auf dem Weg zur Bengali Cave oder Bengal Cave. Ich blende es nochmal ein. Hier an der Algarve Steilküste. Ja, war gar nicht so einfach. Wir wollten eigentlich einen Parkplatz anfahren. Ja, darf man laut Navi zwar durchfahren, aber laut Schilder nicht mehr, also mit dem Wohnmobil. Jetzt sind wir hier in eine andere Straße abgebogen, wo kein Verbotsschild stand und haben uns jetzt hier einfach mal an den Straßenrand gestellt und versuchen, weil wir jetzt zu Fuß dahin kommen. Laut Google Maps 16 Minuten. Gucken wir mal.
later. Ja, und jetzt sind wir an unserem neuen Stellplatz angekommen, nachdem wir bei der Höhle waren. Hier auf einem kleinen Plateau überhalb eines Stausees. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber den blende ich euch dann ein. Da wird sicherlich noch ein paar mehr Aufnahmen geben hier von dem Stausee dann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo, welches euch nichts kostet, aber uns hilft zu wachsen, sehr freuen. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.